Transformiere dein Dartboard-Setup mit einer einfachen und kostengünstigen DIY-Lösung. In diesem Video möchte ich zeigen, wieso ein kleines Dämmbrett einen enormen Einfluss auf die Geräuschreduktion haben kann. Damit sagst du dann Goodbye, laute Darts und Hallo zu einer neuen Spielerfahrung, ohne schlechtes Gewissen deine Nachbarn oder Mitbewohner zu nerven. Schau dir gerne das Video bis zum Ende an, ich zeige dir, was ich verwende, wie krass der Lärmpegel damit runtergeht. Und das Beste ist, funktioniert auch mit Skolia Home oder Home 2. Leise Daten, also für andere, so dass man nicht stört, ist ein Thema. Und ich habe auch schon kommerzielle wie selbstgebaute Lösungen auf dem Kanal vorgestellt, die gut funktionieren. Aber mal abgesehen vom Preis sind viele Lösungen aber irgendwie auch immer groß. Und ich dachte mir, das muss es doch gewiss nicht sein. Denn ich sehe durchaus einige Vorteile darin, eine kleine, aber eben immer noch ausreichend effektive Lösung zu bauen. Also gewissermaßen so minimal invasiv. Wenig Material, wenig Gewicht, niedrige Kosten, einfach anzubringen und idealerweise natürlich problemlos zu nutzen mit jedem Lichtsystem, was man hat, aber auch zum Beispiel kamerabasierte Systeme, weil die Frage kommt auch oft, ist das denn mit Autodarts, Skolia Home oder was auch immer man da für die Dartsanlage verwenden möchte, kompatibel? Also rein ins Experiment. Mein Plan war, mir eine kompakte Entkopplung in Sandwich-Bauweise zu basteln und diese mit Schallschutzdübeln in der Wand zu kombinieren. Ich verwende für mein Dämmbrett zum Beispiel zwei MDF-Platten, die mal Schubladeneinlagen waren, und Armacell-Dämmmaterial dazwischen. Um die Platten dann haltbar miteinander zu verbinden, nutze ich ganz simple Einschlaghülsen mit Gewinde und die dazu passenden Schrauben. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Aufbau. Das Dämmbrett soll dann an die Wand und auf das vordere Brett kommt dann eine Dartboard-Halterung, also so eine Puck-Halterung, die aber auch direkt eine Fixierung des Dartboards ermöglicht. Und wenn ich da jetzt mein Dartboard draufhänge und den Surround drüber mache, dann sollte das vom Geräuschpegel schon mal deutlich niedriger ausfallen. Und ich erhoffe mir durch die Dartboard-Dämmung einerseits und durch die Entkopplung andererseits in die Schallschutzdübel, die eben auch den Körperschall nicht so in die Wand übertragen, so rein theoretisch schon mal ein recht effektives System. Ja, Funktionsweise. Vielleicht nicht schön, aber halt aus einfachen Resten und Teilen, die ich noch da hatte. Nichtsdestotrotz relativ einfach. Dartboard einfach einschieben durch die Fixierung. Und damit es nicht ganz so wackelt, habe ich jetzt die Reste von diesen Armorflex genommen, falte die einmal zusammen und schiebe die hier jeweils an 4 Ecken unterstützend unter das Dartboard. So, ich habe ja schon einige Entkopplungssysteme gemessen, bei mir immer in der gleichen Raumsituation, also die gleiche Wand, der gleiche Nachbarraum, der gleiche Abstand zur Wand, und nehme als Referenz auch aus diesen vorigen Messungen der ganzen Dämmsysteme mal die auch nicht gedämmte, also nicht entkoppelten Messwerte. Und es war oder ist auf jeden Fall immer deutlich hörbar. Und werfe dann einmal ein paar Pfeile aufs Dartboard und blende dazu eben die Messwerte aus dem Nachbarraum ein. Welche Messwerte ich dann also kriege und wie viel leiser das im Vergleich zu einem ungedämmten System wäre. Und im Anschluss spiele ich euch nochmal ein, wie klingt es für jemanden im Nachbarraum, wenn ich hier in meinem Dartsraum Pfeile werfe. Tür Nummer 2 zu, Klopfsignal. Sollte man im Ausschlag drüben sehen. Und jetzt ein paar Aufnahmen aufs Board. Vielleicht erstmal ein bisschen schön verstreut. Jawohl. Eine Basiswerte und nochmal vielleicht 3 unten. Und dazu 3 Triple nehme ich irgendwas in die Mitte. Zwei von 3, ist aber nicht so schlecht. So, und dann stoppe ich mal drüben. Achso, Klopfsignal. So, und jetzt bin ich hier im Nachbarraum und mache das Spielchen mal umgekehrt. Ich gebe euch gleich mal ein Klangbeispiel, wie das für jemanden hier im Nachbarraum klingt, wenn ich da drüben
Pfeile werfe. Ich werde zwischen den Aufnahmen, dass ihr auch wisst, wann kommt denn überhaupt eine, mit den Fingerknöcheln dreimal gegen die Wand klopfen. Das sollte man deutlich hören. Und dann könnt ihr mal darauf achten, nehmt ihr überhaupt auch bei einem sehr, sehr ruhigen Raum das Pfeilewerfen wahr. Ich nutze aber mal die freie Fläche, um auch meine ermittelten Messdaten hier direkt mit einzublenden. Der Ausgangswert ungedämpft war wie gesagt 55 Dezibel, das hört man auf jeden Fall. Und hier komme ich jetzt im Schnitt auf nur 23,5 Dezibel. Also das ist für dieses kleine Brettchen wirklich enorm. Aber hört jetzt gern mal selber. Also ich muss sagen, kleines Brettchen, große Wirkung. Ich bin erstaunt, also dieses Experiment, das erste kleine Konzept hier, scheint durchaus aufzugehen. Das gewinnt natürlich keinen Schönheitspreis, das sind auch hier die einfachsten, billigsten Materialien zusammengeschustert. Aber von den Messwerten her zeigt es ja auf jeden Fall, dass das konzeptionell schon mal funktioniert. Man kann es natürlich besser und schöner und effektiver und gewiss auch haltbarer machen. Aber für meinen Einsatzzweck jetzt hier und auch wenn ich es jetzt noch nicht getestet habe, bin ich mir aber sehr sicher, dass mein Dämmsystem auch mit dem Skolia Home und auch mit dem Home 2, wie hier zu sehen, kompatibel ist. Und wie komme ich da drauf? Ich nutze hier das Home 2 auf einem Winmo Whisper System. Das heißt, das ist schon ein entkoppeltes System mit einigem Abstand zur Wand. Also nehme ich mir mal meinen Meterstab, ich hoffe, man kann es sehen, halte das hier an meine Wand und habe hier bis zur Dartboard-Oberfläche gute 7 cm. Also 7 cm Abstand, Dartboard-Oberfläche habe ich mit dem Winmo Whisper Entkopplungssystem. Würde ich das nicht nutzen, ist das Dartboard dichter an der Wand, dann ist der Abstand also etwas geringer als 7 cm und funktioniert auch mit dem Home 2. Dann schwenke ich jetzt direkt mal rüber. Das hier wieder an die Wand und Dartboard-Oberfläche, das sind hier 6,3, sagen wir mal 6,5 cm. Gut, aber so ein Ding ist halt eben schnell gebaut, kostet nicht viel Geld, würde jetzt auch mit Skolia Home und mit den Kameraarmen funktionieren. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und ich weiß ja, einige von euch sind auch sehr erfinderische Bastler und haben auch schon geile Lösungen gemacht. Also schreibt mal sehr gerne in die Kommentare, welche Art von Lösung ihr für euch so gebaut habt oder plant. Ich denke, Dartboard dämmen und wirklich leise Daten ist für viele ein Thema. Das eine ist halt mal ein bisschen einfacher in der Handhabe, das andere dafür ein bisschen einfacher im Aufbau. Aber alles in allem, finde ich, sind Dartboard-Dämm- und Dartboard-Entkopplungssysteme umso mehr wirklich eine sinnvolle Investition. Na, und so einfache Beispiele zeigen ja, man kann auch durchaus eine eigene Lösung für sich finden. In diesem Sinne, lieben Dank fürs Reinschauen, bin auf eure Anregungen und Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.